Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Wir sind hier gerade vor unserer Salvins Kreuzbrustschildkröte. Das ist ein Jungtier von uns, das ist Peppels. Peppels ist vorletztes Jahr hier bei uns im Zoo geboren worden. Die Eltern haben wir auch noch hier. Und die Salvins Kreuzbrustschildkröte ist eigentlich meiner Meinung nach eine sehr interessante Schildkrötenart. Nicht sehr weit verbreitet, also wenige Leute kennen die wirklich. Ist eine Schildkröte, die in freier Natur eigentlich extrem anspruchslos ist. Also teilweise lebt die in Fahrrinnen von Autos, die sie einfach mit ein bisschen Regenwasser gefüllt haben. Ich finde die aber ganz nett, auch gerade dadurch, dass sie halt so anspruchslos sind, kann man die jetzt sehr schön in Becken halten. Also auch das Becken ist für so eine Art eigentlich schon eine schöne Größe. Hier haben wir wie gesagt ein Jungtier noch, deswegen ist das Becken auch nicht so gefüllt. Bei einem Erwachsenen-Tier wird man natürlich das Wasser deutlich mehr füllen, würde noch einen Landteil mit anbieten. Gerade für die Weibchen sehr wichtig, falls sie mal Eier ablegen wollen, brauchen die natürlich immer einen Landteil. Das haben wir jetzt hier bei dem Jungtier nicht, weil in dem Alter braucht man sich keine Sorgen machen, dass da schon irgendwie ein Ei bei rumkommt. Vom Charakter her sind die auch sehr besonders. Im Gegensatz zu den meisten Schildkröten sind die ziemlich biestig. Die sind meiner Meinung nach immer vergleichbar wie mit von so einer Schnappschildkröte. Also selbst frisch nach dem Schlupf beißen die einem gerne mal einen Finger oder versuchen es zumindest. Wo man bei denen aufpassen muss, ich sag mal so, das Jungtier, wie das jetzt hier ist, wird damit nicht unbedingt Finger abbeißen können. Aber so die Elterntiere, die würden schon bis auf den Knochen runter schaffen. Da sollte man dann schon sehr aufpassen, wenn man mit dem Tier hantiert, wie man es anfasst, welche Stelle man das genau anfasst, wie man es rausnimmt aus dem Becken, dass man da nicht selber irgendwie verletzt wird. Die Salvins Kreuzbrustschildkröte ist auch ein reiner Fleischfresser, beziehungsweise nicht reiner Fleischfresser, ab und zu mal so ein Stückchen Banane oder Weintrauben wird auch ganz gern genommen, aber zum größten Teil wirklich rein tierisch. Das heißt Muschelfleisch, Fische, Garnelen oder auch mal Würmer fressen die ganz gerne. Wie man jetzt ja sehen kann, haben wir hier auch in dem Becken noch Fische mit drin. An die Fische gehen die allerdings nicht dran, das sind jetzt hier bei uns Guppies. Und ich weiß nicht genau warum, Guppies scheinen nicht wirklich gut zu schmecken. Unsere Schildkröten gehen an die Guppies nicht ran, während andere Fischarten, die wir mal ausgetestet haben, von denen gefressen wurden, können sich die Guppies munter mit der Schildkröte im Becken aufhalten, können sich vermehren, verbreiten, fressen auch das Futter von der Schildkröte mit. Das ist überhaupt gar kein Problem. Hier, das ist die Mutter übrigens von Peppels. Die halten wir momentan hinter den Kulissen, weil bei den Kreuzbrustschildkröten ist das so, man könnte jetzt die Elterntiere nicht zusammenhalten dauerhaft, die würden sich irgendwann gegenseitig umbringen. Die lässt man nur zur Paarungszeit zusammen. Und da haben wir das Männchen vorne im Schauaquarium und das Weibchen ist hier in so ein, sagen wir mal, so ein Quarantäneaquarium. Da hat sie ihre Ruhe, hat einen Landteil, wo sie dann die Eier drin ablegen kann. Und so machen wir das dann eigentlich hier mit dazu, dass wir die wirklich nur zur Paarungszeit zusammenlassen, dann vorne in dem großen Becken. Und dann kommt das Weibchen nach hinten, hat ihre Ruhe, kann ganz in Ruhe hier die Eier ablegen, wann sie möchte, wie sie möchte. Und das Eierablegen passiert meistens eigentlich auch mitten in der Nacht, also wir kriegen das selten mit. Man sieht meistens nur, dass auf einmal ganz viel Erde im Wasser ist, das heißt, sie war an Land. Und dann guckt man nach und hat die Eier und dann können wir die im Inkubator ausbrüten. Da sieht man halt auch direkt Maul aufmachen, direkt drohen. Und ganz wichtig ist immer wirklich die Hand hinten um den Körper rumlegen. Würde ich jetzt seitlich packen, könnt ihr den Kopf um die Seite drehen, der Hals ist lange genug, könnt ihr die Finger beißen. Das will man natürlich vermeiden, weil so ein Biss von denen wäre jetzt nicht ganz ungefährlich. Ich glaube, da hätte ich erst mal ein paar Wochen Krankenschein. Und da sieht man halt wirklich Charakter wie eine Schnappschildkröte. Andere Schildkröten, die man hochhebt, würden eher mit den Beinen ein bisschen wackeln, während die direkt nur auf Drohen sind und direkt zeigen, lass mich los oder ich beiße dir welchen Finger ab. Leider ist inzwischen klar, dass das Haus, in dem Peppels und die Schildkrötenfamilie zu sehen war, nicht mehr öffnen wird. Es ist der Energiekrise zum Opfer gefallen. Peppels und die anderen Bewohner werden in Zukunft woanders untergebracht werden.
jetzt nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.